Stelle einen Blumentopf auf eine vorgefertigte runde Tischplatte. Klebe einige Jenga-Stücke fest, um zu verhindern, dass die Tischplatte verrutscht. Trage überall Holzbeize auf. Als nächstes kommt klarer Polyurethan. Danach ist es Zeit für 2 Komponenten Epoxid und deine Lieblingsfarben zu mischen. Als nächstes nimm deinen Haartrockner und wir werden niedrige Hitze verwenden. Mach das einfach immer wieder hin und her. Jetzt, nachdem es 24 Stunden getrocknet ist, werden wir den gleichen Prozess noch einmal durchführen. Es ist Zeit, unseren Tisch zu machen. Nimm die Basis als Aufbewahrung für Decken im Wohnzimmer. Setz nun deine Tischplatte auf. Schau dir das an. Ich hoffe, du liebst dieses einfach umzusetzende Projekt. Zunächst zweckentfremden wir ein 1 Gallonen Glasgurkenglas. Dann haben wir dekoratives nautisches Seil, von dem ich einen vertikalen Streifen abmesse. Nachdem ich alle Streifen geschnitten habe, klebe ich sie mit der Heißklebepistole an der Glasseite fest. Und alles, was ich mache, ist, dass ich diese gleichmäßig verteile. Ich gehe in die Mitte jedes Abschnitts, lege ein Stück Seil hinein und wiederhole das, bis alle 8 Abschnitte fertig sind. Ich fange irgendwo an, klebe während des Herumwickelns an einigen Stellen und dann die anderen beiden zusammen. Am Ende ergibt sich ein Stapel von 3 für ein fertiges Aussehen. Es würde gut aussehen, inszeniert und gestylt für verschiedene Jahreszeiten. Danke. Danke. Danke.
Danke dir.